Ja, unsere Welt wird von allen Seiten her digitalisiert, wie wir gestern schon von Herrn Marcel Hoffmann gehört haben, wird alles vernetzt, auch zu Hause. Und wir zwei möchten mit Ihnen heute anschauen, was diese soziale Vernetzung für Auswirkungen hat auf unsere Gesellschaft, auf unser Leben, auf unser Miteinander, auch auf unsere Kinder und Jugend, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, was das für Auswirkungen hat. Es ist ein wichtiges Thema, das wir heute miteinander bearbeiten werden, und doch darf man dabei den Humor nie verlieren und nie zu ernst werden. Deshalb ein lockerer Einstieg in das Thema heute. Ja, Papier hat eine Zukunft, wie wir später noch sehen werden oder hören werden. Und es ist ein Stück weit erschreckend oder belustigend, wenn man sieht, wie die Industrie uns für alles eine App, wie man versucht, Sachen, die schon da sind, die eigentlich schon praktisch sind, mit einer App sogenannt zu vereinfachen, und wie wir dabei eigentlich den Sinn füreinander, für die Realität verlieren. Ich habe das heute Morgen gedacht, als ich hier diese schöne Dekoration gesehen habe, dieses Fahrrad. Unser Vortrag steht auch im Zeichen dieses Realitätsverlust, wie wir die Wahrnehmung verlieren für das wirklich Wichtige im Leben. Und wenn man heute schaut, wenn man heute Zug fährt, Auto fährt, durch die Stadt sich bewegt, man sieht so viele Menschen mit einem Smartphone in der Hand. So viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, auch das Smartphone wegzugeben, mal wegzulegen, mal auszuschalten. Man kann wirklich das Gefühl bekommen, dass diese sozialen Medien, diese Smartphones, die noch eine neue Religion oder zumindest die neuen Götter der Gesellschaft sind. Und ich habe mir dabei überlegt, Religion ist ja eigentlich etwas, was nach innen führt, was einem nach oben führt, mit dieser wahren Realität, wie wir es gestern von Herrn Marcel Hoffmann gehört haben. Alles ist Energie, diese Verbindung, die wir eigentlich anstreben. Und diese sozialen Netzwerke, diese Social Media, sind eigentlich genau das Gegenteil. Sie ziehen einen weg von seiner eigenen Individualität, von dem Inneren. Es ist eine Verherrlichung des Äußeren. Schein statt Sein. Man versucht die ganze Zeit etwas aufrechtzuerhalten, etwas zu präsentieren, was man vielleicht gar nicht ist. Und zu diesem Thema oder zu dieser Religionsgeschichte einfach mal ein paar Zahlen, damit wir sehen, wo die Realität heute ist, in welcher Relation das steht. Wir haben Judaismus, haben wir 15 Millionen Gläubige. Twitter, ein soziales Netzwerk, ein Kurznachrichtendienst, wo man 140 Zeichen lange Sätze loslassen kann, veröffentlichen kann, hat schon 350 Millionen Mitglieder. Der Buddhismus 460 Millionen Gläubige, Hinduismus 940 Millionen, Instagram mittlerweile 1 Milliarde und immer mehr wachsend, Islam 1,6 Milliarden, YouTube 1,9 Milliarden, mehr oder weniger aktive Anhänger, wenn man so möchte. Christen, die größte Religion der Erde, 2,3 Milliarden. Und Facebook mittlerweile 2,34 Milliarden, mehr oder weniger aktive Anhänger, sozusagen Gläubige von dieser Facebook-Maschinerie, von dieser Social-Media-Maschinerie. Und dabei ist einfach wichtig, der Mensch verliert seine Individualität, da werden wir jetzt dann gleich darauf eingehen im Verlauf des Vortrages. Es entsteht so viel Stress, so viel Druck, weil man immer da online sein muss, wo wir einfach sehen, das hat so Auswirkungen schon auf die Kleinsten unserer Gesellschaft. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Guten Morgen, und ich möchte Ihnen gerade einmal an einer Statistik aufzeigen, wie es pro Tag in den sozialen Netzwerken wirklich zustatten geht. Wir sehen hier, 2,34 Milliarden Menschen sind in den sozialen Netzwerken aktiv. Das entspricht 31% unserer Weltbevölkerung. Und wenn man das wirklich anschaut, dann sind wirklich die großen Gruppen Nordamerika, Europa und die Richtung Russland, China, Japan. Und es gibt viele Regionen, die einfach gar keinen Internetzugang haben, die gar nicht die Möglichkeit haben, auf solche
Handys und solche Sachen zuzugreifen. Wenn wir uns nur mal Facebook als das größte soziale Netzwerk in Anführungszeichen anschauen, dann sehen wir hier, dass pro Tag 1,47 Milliarden User online sind. Dann sehen wir auch, dass pro Tag 5,76 Milliarden Likes stattfinden. Und für die, die das nicht wissen, was Likes sind, also wenn ich zum Beispiel neue Turnschuhe kaufe, schicke neue rote Turnschuhe und mache davon ein Bild und stelle das auf Facebook, dann können andere Menschen sagen, das gefällt mir, tolle Schuhe, Isabel, und können dann einen Like setzen, also sagen, super gemacht, tolle Schuhe, ist alles toll. Und das ist ein Like, also es sind wirklich ganz viele Menschen, die dort unterwegs sind, die viel Zeit auch investieren in diese sozialen Netzwerke. Und der Herr Hoffmann hat das gestern schon angesprochen, mit dem 5G. Es sind riesige Datenmengen, die da verarbeitet werden müssen. Und wenn wir uns mal dort anschauen bei WhatsApp, da haben wir 1 Milliarde Videos pro Tag, die versendet werden. Und das wird immer mehr und die Tendenz steigen. Und Herr Hoffmann hat auch wirklich gesagt, dass das in den nächsten 6 Jahren nochmal plus 30% sein wird. Also es ist ein extremer Zeitfresser. Was in dieser Geschichte auch noch wichtig ist zu erwähnen, von diesen Menschen, die da täglich online sind 80% mobil unterwegs. Das heißt entweder über die mobilen Daten des Smartphones oder dann über WLAN. Also wir haben auch hier einerseits vom Zeitfaktor her, den man verschwendet, die Zeit, Lebenszeit, die man verschwendet, verstrahlt man sich auch noch um die Umwelt da herum. Wir haben dann die Thematik mit Netzausbau, die nötig wird. Und einfach noch einmal, Kinder und Jugendliche sind heute im Schnitt 3 Stunden auf sozialen Netzwerken aktiv. 3 Stunden, die irgendwo anders fehlen. Genau, und die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist, warum faszinieren die sozialen Netzwerke Menschen? Warum sind dort so viele Menschen heutzutage unterwegs? Ich meine, wenn wir mal nach draußen gehen und schauen, ich meine, unsere Natur ist so wunderbar, wir treffen so viele tolle Menschen auf unserem Weg durchs Leben und trotzdem verlagern wir unser Leben in die sozialen Netzwerke. Und wir denken einfach, dass es so ist, dass der Mensch wirklich Nähe sucht, er sucht ein Gegenüber, er sucht jemanden, mit dem er kommunizieren kann. Und da wir unser soziales Leben immer mehr ins Internet verlagern, muss man auch gleichzeitig sein soziales Leben dorthin transferieren. Danke. Genau, und die Frage ist ja, macht uns soziale Medien süchtig? Und Herr Jatzdi wird da nachher noch mehr Auskunft zu geben. Und wir würden sagen, ja, es macht süchtig, weil wenn Sie sich mal umschauen, wenn Sie in der Bahn sitzen, wenn Sie auf den Bus warten, wenn Sie draußen spazieren gehen, so viele Menschen sind an ihrem Handy und so viele Menschen sind auf den sozialen Netzwerken unterwegs, wie wir eben in der Statistik gesehen haben. Ein Grund, warum soziale Netzwerke so beliebt sind, ist die Kommunikation. Isabel hat es vorhin gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen, ein Rudeltier. Er möchte sich austauschen, er möchte Verbindung haben zu seinen Mitmenschen über die Kommunikation. Und heute, wir haben es gesehen, so viele Menschen sind online auf den sozialen Netzwerken, so viele Textnachrichten werden verschickt. Also die Kommunikation, dieser 1:1 Kontakt verschiebt sich immer mehr in die digitale Welt, in die sozialen Netzwerke. Und dieses Bild hier gefällt mir sehr, weil man sieht einerseits diese 2 Menschen, die Kommunikation dargestellt wird durch die Blume, die sich langsam annähert, aber es ist auch für mich diese Blume, diese Plastikblume, die man kultiviert im Internet mit Fotos, man stellt sich besser dar, als man wirklich ist. Und oft gibt es dann, wenn man sich das erste Mal im realen Leben sieht man gar nicht so aus, wie man sich vielleicht im Internet dargestellt hat. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist bei dieser Verschiebung der Kommunikation in die digitale Welt, ist dieser 1:1 Kontakt, diese Herzverbindung findet nicht mehr statt. Normalerweise ein Gespräch, wenn es gut ist, man fühlt sich danach ja gut, man kann aufeinander eingehen, man spürt, was bewegt den anderen, wo kann ich ihm etwas geben, wo steht der Mensch, und man fühlt sich automatisch eine Verbindung, man fühlt sich wohl. Und nur wenn man nur vor einem Computer sitzt oder vor einem Smartphone, diese Liebe, dieser Herzkontakt, ich sage dieses dreidimensionale oder vierdimensionale in einem 1:1 Kontakt, ist in dieser zweidimensionalen Form der Kommunikation einfach überhaupt nicht vorhanden. Und was auch noch wichtig ist, Kinder brauchen diese
diese Form der Kommunikation zu lernen. Man weiß, wenn Kinder mit ihren Eltern nicht mehr sprechen, die haben dann Sprachverzögerungen, die kommen in die sprachliche Entwicklung wird gehindert, weil sie es gar nicht mehr lernen. Sie haben nicht mehr die Anbindung an die Eltern, weil auch die nicht mehr richtig kommunizieren können. Das beste Beispiel ist, ich glaube, wenn Sie irgendwo in einem Restaurant sitzen, eine Familie am Tisch, Vater, Mutter, die Kinder, irgendjemand hat immer ein Smartphone in der Hand. Also diese Familieneinheit, wir haben ja auch gesagt, gehört in Einheit ist die Stärke. Wir können so viel bewegen, wenn wir eins sind in Einheit, wenn wir uns verbinden. Und diese Smartphones, die bewirken halt immer wieder, dass jemand sich ausklingt und woanders einklingt und nicht in der Realität sich befindet. Genau, und immer mehr Kinder, wie wir gerade gehört haben, haben wirklich ein Problem mit dem Sprechen. Und das merken wir im Kindergarten, das merken wir in der Schule, dass viele Kinder einfach vom Sprachlichen her nicht mehr so gut sind, wie sie auch schon waren. Und ein weiterer Punkt, den man hier anfügen muss, ist die Empathie. Es gibt viele Kinder, die nicht mehr das Gegenüber lesen können, die nicht mehr aus dem Gesicht lesen können, wie geht es dem Menschen, geht es dem gut, geht es dem nicht gut, ist der traurig, hat der Schmerzen. Und viele Kinder heute können das nicht mehr, die haben nicht mehr gelernt, einen anderen Menschen zu lesen. Und das merke ich wirklich in der Schule. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren tätig als Lehrerin und immer mehr Kinder begegnen mir, die das einfach verlernt haben, miteinander umzugehen, miteinander freundlich zu sein und die wirklich sofort ihre Fäuste auspacken, sollte etwas nicht in Ordnung sein. Und das kann man wirklich dort verankern, dass die Empathie heute nicht mehr so vorhanden ist wie früher. Und wenn Sie heutzutage Polizisten fragen, die werden Ihnen das Gleiche erzählen. Heutzutage, früher, wenn ein Opfer da lag, reglos am Boden, dann hat der Täter davon abgelassen, dann war genug. Heute wird weitergetreten, heute wird weitergeschlagen, auch wenn das Opfer sich nicht mehr regt. Und ich finde, das ist eine wirklich wahnsinnige Entwicklung. Ein anderer Aspekt, warum soziale Netzwerke, Social Media so beliebt sind, ist, wir haben es vorhin schon gesagt, der Mensch ist ein Rudeltier, er braucht Anerkennung, Wertschätzung, Bestätigung, letzten Endes auch Liebe. Und wenn dieser 1:1 Kontakt verloren geht, sich das ganze Leben eigentlich online abspielt, habe ich ja gar nicht mehr die Möglichkeit, mich mit anderen auszutauschen. Also ich muss das online machen. Wenn meine Eltern keine Zeit mehr haben für das Kind, dann muss sich das Kind diese Bestätigung irgendwo anders holen. Und was macht ein kleines Kind, das etwas gezeichnet hat? Voller Freude läuft es zu Mama und sagt, Mama, schau mal, was ich gemacht habe. Und dieser Effekt geht ja nicht verloren als Jugendlicher oder Erwachsener. Er ist vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber jeder von uns braucht einmal einen Schulterklopfen oder das hast du gut gemacht oder eine Ermutigung. Und heute ist es einfach so, diese sozialen Netzwerke, das ist so einfach, man gibt da Zeit rein und man bekommt Bestätigung raus. Ich poste ein Bild von mir oder von irgendetwas anderem und ich habe in kürzester Zeit Reaktionen. Ich bekomme meistens sehr positives Feedback. Daran kann ich mich gewöhnen. Das gibt dann irgendwann auch Suchttendenzen. Hier, Facebook füttert das Ego, oder Twitter, oder? Twitter habe ich vorhin schon erwähnt, der Kurznachrichtendienst. So viele Menschen, das ist schon ein Automatismus, egal wo man ist, man setzt einfach eine Kurznachricht ab, hier bin ich, es läuft gerade das. Es ist nicht wirklich relevant, aber man kann interagieren mit der Welt, man bekommt ein Feedback. Und was das für Auswirkungen hat auf die Gesellschaft ist, Experten sprechen heute von der Ich-Generation. Die Millennials, das sind die 1980 bis 2000 geborene Generation, ist sehr anfällig für Narzissmus. Me, myself and I. Also mehr Schein als Sein. Vergleicht man die heutige Generation der Mitzwanziger mit den aktuellen 65 plus, stellt man fest, dass 3-mal mehr junge Leute narzisstische Züge haben als die älteren Generationen. Junge Menschen sind nicht mehr bereit, freiwillige Arbeit zu leisten, ohne Entgelt. Das ist um 20% zurückgegangen, wie sich Leute freiwillig irgendwo ehrenamtlich beschäftigen. Junge Erwachsene haben heute auch das Gefühl, sie müssen alle 2 Jahre befördert werden, unabhängig von ihrer Arbeitsleistung. Einfach dieses ich stehe so im Mittelpunkt, alles dreht sich um mich. Ich stelle mich immer in den Mittelpunkt, ich stelle mich immer in den Fokus in den sozialen Medien. Heute ist es so, dass junge Menschen verlernt haben, miteinander zu kommunizieren. Experten warnen und sagen, wir haben ein Problem.
wenn sich zwei Menschen, junge Menschen treffen, nicht immer natürlich, aber Tendenzen sind da, dann spricht jeder von sich, von seinem Leben und kann gar nicht mehr auf den anderen eingehen. Also jeder spricht von seiner Welt, von seinen Problemen, von seinen Vorstellungen, aber er ist nicht mehr in der Lage, den anderen wahrzunehmen und auf ihn einzugehen. Wir haben heute eine Generation, die wirklich bemüht ist, sich im besten Licht zu präsentieren. Und was diesen Narzissmus oder diese Ich-Haltung, Ich-First-Haltung noch verstärkt, ist die Möglichkeit, diese On-Demand, also On-Demand auf Abrufgesellschaft, die wir heute haben. Ich kann, egal wo ich bin, ich kann Musik hören nach meinem Geschmack, ich kann Fernsehen schauen nach meinem Geschmack, ich kann die Serien schauen. Vor 10, 15 Jahren musste ich mich nach dem Fernsehprogramm oder nach dem Radioprogramm richten. Heute richtet sich die ganze Welt nach mir und es entsteht eine gewisse Erwartungshaltung. Man kann sich nicht mehr zurücknehmen und sagen, okay, ich nehme mich zurück und ich füge mich dem System in dem Sinne, sondern es ist immer das Gefühl, es muss nach meinem Kopf gehen oder nach meinem Willen. Und dazu ein Zitat: Mancher wird süchtig nach der ständigen Aufmerksamkeit, der ständigen Bestätigung seiner Person. Wenn er online keine Aufmerksamkeit bekommt, spürt er sich nicht. Wenn er online keine Wertschätzung erfährt, erlebt er sich selbst nicht mehr als positiv. Wenn er nicht online ist, existiert er nicht. Likes und Follower werden so zum digitalen Suchtmittel, vergleichbar mit Alkohol. Also wir haben zwar online sehr, sehr viele Freunde, aber am Ende des Tages sind wir doch unterm Strich sehr einsam. Und ich möchte einfach kurz darauf hinweisen, wie auch die Industrie, die Technologie uns dazu verleitet, diese Selbstdarstellung zu perfektionieren. Am Beispiel von Instagram, das ist ein soziales Netzwerk, wo man eigentlich oder vorwiegend nur Fotos hochlädt, die dann kommentiert werden können. Und sowohl auf Smartphones als aber auch online auf diesen sozialen Netzwerken gibt es sogenannte Fotofilter. Und das ist ein triviales Beispiel, das ist ein Foto von einem Apfel, Sie sehen es. Und da gibt es verschiedene Filterfunktionen, die das Bild perfekt erscheinen lassen. Sie sehen es hier, man kann mit wenigen Klicks einen Filter über das Foto legen. Es sieht dann anders aus, es sieht spezieller aus, man braucht keine Photoshop-Ausbildung mehr. Ich möchte darauf hinaus, vor allem Instagram ist die Scheinwelt schlechthin. Als Beispiel, Haferschleim klingt nicht so sexy, sage ich jetzt mal, ist nicht so schön, ist nicht so speziell. Deshalb heißt es plötzlich Porridge oder Oatmeal. Es wird alles perfektioniert, es wird in einem anderen Licht dargestellt. Und wir müssen uns einfach fragen, mache ich ein Foto, um den perfekten Moment festzuhalten, oder mache ich ein Foto, um den Moment perfekt aussehen zu lassen? Und das ist genau die Tendenz, die wir heute haben. Wir machen einfach ein Foto, weil wir einen Filter darüber legen können und alles sieht viel spezieller aus. Jetzt eben am Beispiel dieses Apfels. Ja, rechts, es ist nicht ein weltbewegendes Foto, aber man sieht einfach, man kann relativ einfach damit spielen. Und eine weitere Gefahr in diesen Instagram oder sozialen Netzwerken ist, man sieht ja immer nur die Höhepunkte des anderen. Man fängt an, sich zu vergleichen, man sieht, oh, der hat ein schönes Foto von einem Essen und man muss ja selber nicht mal mehr etwas machen, man kocht ja die Spaghetti nicht mehr selber, man bestellt im Restaurant, macht ein Foto davon und bekommt dann eigentlich das Lob für die Arbeit des Kochs. Das hat einfach auch Auswirkungen, wie wir uns fühlen, weil wir sehen immer nur die Höhepunkte der anderen und vergessen dann vielleicht, dass die Person, die den Apfel fotografiert hat, heute Morgen die Bahn verpasst hat, vielleicht voll verregnet wurde, weil kein Regenschirm dabei war. Solche Sachen sehen wir nicht. Was wir aber sehen, ist diese Selbstdarstellung, die zugenommen hat. Es gibt online immer wieder solche sogenannte Challenges, so Herausforderungen. Das ist jetzt eine, die heißt Falling Stars Challenge, die hingefallene Star Challenge. Da geht es eigentlich darum, dass Leute einen Sturz simulieren, womöglich oder bestenfalls aus einem Luxusauto und dann so den ganzen Reichtum, den sie haben, mit der Welt präsentieren. Das ist das, was heute abläuft, das ist, womit sich junge Menschen und auch ältere Menschen konfrontiert sehen, was ihnen ins Bewusstsein gegeben wird, sie das Gefühl haben, das ist die Realität, ich muss mein Leben so leben,
dass ich aus einem Auto fliegen kann und Geld verteilen kann, das ist der Lebenszweck. Es gibt zum Glück auch immer wieder Menschen, die das Ganze ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen. Bei normalen Menschen sieht das dann so aus. Und wenn wir davon sprechen, die Realität zu verlieren oder die Wahrnehmung, dann ist diese Negativspirale, die wir in den sozialen Netzwerken entdecken oder die uns da betrifft, sehr wichtig anzuschauen. Wir sehen hier eigentlich, egal wo wir ansetzen, hier Besorgnis und Stress oder Schlafmangel, man kann die sozialen Netzwerke, die Social Media immer als Auslöser sehen. Oder wenn ich zu lange online bin, habe ich Schlafmangel. Das führt zu Müdigkeit, Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltages. Wenn ich mich online immer vergleiche und die perfekten Fotos sehe, führt das zu geringerer Selbstachtung. Daraus kann Besorgnis und Stress entstehen, was wiederum zu Schlafmangel führt. Online, wenn ich irgendwelche Schreckensnachrichten, irgendwelche Falschmeldungen sehe, kann mich das als Bürger, kann das mir Angst machen, mich stressen, Schlafmangel entsteht. Also Sie sehen, egal wo, Social Media kann immer der Auslöser sein. Und das ist ein aktuelles Beispiel. Sie haben sicher schon von den sogenannten Detox-Kuren gehört, dass immer mehr Menschen eigentlich auch entgiften möchten von den sozialen Netzwerken. Und das war eine Pressemitteilung, die diesen Montag veröffentlicht wurde. Die Ibis-Hotels in der Schweiz führen probeweise für einen Monat einen Service ein, wo man einen Social-Media-Sitter haben kann, buchen. Also man kann das Zimmer buchen und dabei noch jemanden, der seine sozialen Netzwerke betreut, dass man 2-3 Tage wirklich abschalten kann und Ruhe haben kann. So weit sind wir heute schon. Ich muss gestehen, mir ist nicht ganz klar, es wird als einmonatige Testphase verkauft. Ich weiß nicht, ob Sie dann auch wirklich den Dienst einsetzen wollen oder ob es mehr ein PR-Stunt ist. Und trotzdem sehen wir immer mehr Leute, die sagen, halt, das möchte ich nicht mehr, es wird mir zu viel, die sich zurückziehen aus den sozialen Medien. Vor einigen Tagen in der Schweiz, die Skifahrerin Lara Gut hat gesagt, ich lösche alle meine sozialen Medien, alle Accounts. Ich möchte mich auf meine Familie und auf meinen Sport konzentrieren und keine Zeit mehr verschwenden. Doch was veranlasst die Leute zu solch einem Schritt? Genau, heute haben wir immer mehr Experten, die von einer sogenannten FOMO-Krankheit sprechen, der Angst, etwas zu verpassen. Klar, der Mensch ist ein kommunikatives Wesen, das haben wir heute schon ganz viel gehört. Er möchte einer Gruppe zugehören. Und weil sich die Gruppe ins Internet verlegt, muss auch er sich selbst und sein Leben ins Internet verlegen. Und wie Sie wissen, im Internet kann man immer erreichbar sein, man kann immer etwas hochladen oder etwas fotografieren, was man gerade gesehen hat, eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie es einem beliebt. Und das löst bei Jugendlichen, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, enormen Stress aus, weil sie das Gefühl haben, wir können etwas verpassen. Und da sind wir wieder bei der Negativspirale, die wir gerade gehört haben. Stress und Angst, etwas zu verpassen. Und das ist ein wirkliches Gift in der Pubertät. In der Pubertät haben Jugendliche wirklich viele Sachen, mit denen sie klarkommen müssen. Die Eltern werden extrem komisch und irgendwie muss man schauen, dass man das zu Hause geregelt kriegt. Und dann kommen noch die sozialen Medien, die einen extrem unter Druck setzen. Und wir haben heute viele, viele Menschen, die ihr Handy gar nicht mehr abschalten. Das ist Tag und Nacht an. Ich gehe mit dem zu Bett und schaue nochmal, ob alles gut ist, ob ich noch irgendetwas liken muss. Und ich stehe am Morgen auf und das Erste, was ich mache, ist mein Handy aufklappen und schauen, was ist in der Zeit passiert, wo ich geschlafen habe, was habe ich verpasst. Und das ist wirklich ein richtiger Stress, der einen auch krank machen kann. Wir haben ein paar Gründe für Sie aufgelistet, warum Sie Abstand halten sollen von den sozialen Medien. Zum einen, sie machen unglücklich. Wenn Sie tagtäglich sehen, was andere Menschen haben und was für tolle Leben sie haben, was für tolle Schuhe, welche Reisen sie machen und apropos Reisen. Heutzutage sind 40% derjenigen, die eine Reise buchen in ein fernes Land, die entscheiden nicht nach dem, was sie möchten oder wohin sie möchten, sondern nach dem, wo es am besten Fotos zu machen ist, die ich dann wieder posten kann. Also ich gehe nicht in ein Land, weil mich eine Kultur interessiert, sondern ich gehe in ein Land, damit ich die schönsten Fotos machen kann. Und sie machen unglücklich, weil sie sehen, was andere Menschen alles haben, weil sie sehen, was andere Menschen scheinbar für ein perfektes Leben haben. Aber perfekt wirklich in Anführungszeichen, weil wenn Sie auf den sozialen Medien unterwegs sind und Sie schauen sich die Bilder an, die so perfekt scheinen,
Sie wissen nicht, was dahinter steckt. Sie wissen nicht, wie viel Zeit investiert wird in ein einziges Bild. Dass die Haare gemacht werden müssen, dass geschminkt werden muss, dass sich perfekt in Szene gesetzt werden muss, das kostet Zeit, viel Zeit. Denken Sie nicht, es macht jemand ein Foto und das ist es, sondern es wird vorbereitet und wirklich perfektioniert. Sie machen krank. Wir begegnen heute 9 Krankheitsbildern, die es vor den digitalen Medien in diesem Ausmaß nicht gegeben hat. Und zum einen die Sehenscheidenentzündung. Das heißt, unser Daumen ist nicht dafür gemacht, zum die ganze Zeit wischen auf unserem Smartphone und die ganze Zeit tippen. Und wenn Sie die Sehenscheidenentzündung nicht ernst nehmen, kann die chronisch werden. Und was wir heute auch sehen, und wir waren bei unserer Therapeutin, Dawn Breuß Therapeutin, und sie hat uns wirklich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, die Haltung, die wir einnehmen, wenn wir aufs Smartphone schauen. Wir haben bis zu 30 Kilogramm, die auf unsere Halswirbelsäule und auf unser gesamtes Skelett einwirkt. Und wenn Sie das Stunden am Tag machen, dann können Sie sich vorstellen, dass das nicht gesund ist und dass das bleibende Schäden hinterlässt. Zudem zu diesem Zusammenhang hat sie uns auch erklärt, wird die Hauptschlagader hier gequetscht. Das heißt, die Versorgung mit Blut und Sauerstoff des Gehirns funktioniert nicht mehr richtig. Es gibt mehr Schwindel, man kann nicht mehr richtig denken. Das ist der physische Aspekt. Und der psychische Aspekt ist auch, wenn ich immer so durchs Leben laufe, signalisiere oder suggeriere ich dem Körper, ich fühle mich nicht wohl, ich bin einsam, ich habe Probleme. Sie kennen das vielleicht, es gibt auch Experimente und Messungen, wenn man lächelt, wird ja das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Das kann man auch provozieren, wenn man nur so macht. Also wenn man nur schon so macht, dadurch, dass sich die Muskeln verändern, hat das Gehirn das Gefühl, der Mensch lacht, ich muss das Glückshormon ausschütten. Das funktioniert auch auf die andere Seite, wenn ich so laufe und eigentlich nicht depressiv bin oder unglücklich mich fühle, bekommt der Körper doch das Signal, der Mensch fühlt sich unwohl. Es schlägt dann auf die Herzfrequenz, auf den Puls, auf die Atmung. Einfach das noch so als Randbemerkung, wie das auch die Wahrnehmung unseres eigenen Körpers beeinflusst, diese Haltung, die dadurch entsteht, diese Fehlhaltung. Genau, sie lenken uns ab und fressen unsere Zeit und das ist wirklich so. Im Schnitt schaut man alle 10 Minuten auf sein Smartphone. Und ich bin sehr glücklich, dass Sie Ihre zumindest in Ihrer Handtasche haben, weil das ist wirklich ein Faktor, der ablenken kann. Also im Schnitt alle 10 Minuten aufs Handy geschaut und im Schnitt alle 18 Minuten unterbrechen wir aktiv eine Arbeit, damit wir uns wieder mit unserem Smartphone beschäftigen können, damit wir unsere Updates machen können. Und es gibt eine Studie, die zugunsten von der Aufmerksamkeit gemacht wurde. Da hat man die Probanden in 3 Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe hatte während des Tests das Smartphone auf dem Tisch liegen, also direkt bei sich. Die zweite Gruppe hatte es in der Hosentasche oder in der Handtasche neben sich. Und die dritte Gruppe, die hatte das Handy in einem anderen Raum. Und jetzt können Sie sich selber überlegen, welche Gruppe wahrscheinlich am besten abgeschnitten hat. Es war die Gruppe, wo das Handy in einem anderen Raum lag. Und das ist wirklich erwiesen, dass wenn ich mein Handy nah bei mir habe, dass meine Aufmerksamkeit und meine Konzentration massiv gestört wird. Und das ist das, was wir heute auch in den Schulen erleben, wenn die Schüler ihr Handy dabei haben. Die Aufmerksamkeit ist nicht die gleiche, als wenn die Smartphones zu Hause bleiben müssen. Und da ist Frankreich ein großartiges Beispiel, die wirklich verbieten von den Vorschulklassen bis in die Sekundarstufe, das Handy darf nicht in die Schule mitgenommen werden. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten PISA-Tests, die gemacht werden, wie Frankreich in diesem Ranking dann abschneiden wird. Sie machen uns einsam, das haben wir vorhin schon angeschaut. Soziale Netzwerke, die besucht man oder mit denen interagiert man im Normalfall ja eigentlich alleine. Das heißt, ich bin in einer Gruppe von Menschen, sei es im Zug, an einer Bushaltestelle, in der Mittagspause, habe Menschen um mich herum, sitze aber trotzdem alleine da. Bin dann zwar vermeintlich verbunden mit meinen Online-Freunden, aber ich grenze mich konstant selber aus. Man verliert so den Kontakt und den Bezug zu seiner Umwelt. Man merkt aber auch, ich glaube, dass die meisten von Ihnen haben das auch schon erlebt, so ein 1-zu-1-Kontakt kann niemals eine E-Mail oder ein WhatsApp oder so
ersetzen. Das heißt, es ist immer ein schaler Nachgeschmack, ein Abklatsch von einer richtigen Kommunikation, dieses Online-Sein. Man bekommt nie dieses Gefühl für den anderen. Einfach auch das etwas, man vermeintlich ist man mit Freunden verbunden, aber unterm Strich fühlt man sich nachher eher einsam, auch weil man sich aktiv aus der Gesellschaft zurückzieht. Man gibt sich gar nicht die Chance, in einem Zug neue Menschen kennenzulernen, neue Freundschaften zu knüpfen. Sie generieren Stress, vor allem die jüngere Generation. Isabel hat das vorhin angesprochen, dieses ständige Online und erreichbar sein müssen. 49% der Jugendlichen wünschen sich eigentlich, dass sie das Smartphone abschalten können und dass an ihnen vermeintlich das Leben nicht vorbeizieht, dass sie einfach die Möglichkeit haben nach einer Auszeit. Eben dieses Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Bei den 20- bis 39-Jährigen sind es immerhin noch 45%. Auch da mittlerweile. Viele Erwachsene haben auch das Gefühl, eigentlich möchte ich es nicht, aber es ist so ein Bestandteil der Welt geworden, unserer Gesellschaft. Sie möchten aber trotzdem eine Auszeit haben. Immerhin schalten mittlerweile schon 32% der Befragten das Smartphone während der Nacht aus. Letztes Jahr waren es noch 25%. Also man sieht langsam, aber sicher, die Leute merken, es tut mir nicht gut, ich muss zumindest in der Nacht das Smartphone ausschalten. Eine ganz wichtige Thematik ist die Manipulation der Gesellschaft. Sie haben es vielleicht mitbekommen, in den letzten Wochen, Monaten immer mehr Leute, die ehemalig bei sozialen Netzwerken gearbeitet haben oder auch sonst Experten sind auf dem Bereich, warnen davor, wie Social Media uns manipulieren. Jetzt, Sie müssen wissen, wenn man sich bei Facebook einloggt, dann gibt es diesen Newsfeed auf der Startseite, wo alle Aktivitäten von meinen Freunden angezeigt werden und relevante Dinge werden mir präsentiert. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich so lange wie möglich auf Facebook bleibe und da mich bewege. Jetzt ist es so, die analysieren genau, was brauche ich, was interessiert mich. Mir wird nur das vorgesetzt, von dem sie wissen, entweder interessiert es ihn, oder aber es ist diametral meinen Ansichten entgegengesetzt. Also entweder sanfte Bestätigung oder dann Aufregung meiner Gefühle, meiner Weltanschauung, dass ich reagiere, egal was gerade nötig ist. Entweder werde ich bestätigt zum Bleiben, ich sehe, das gefällt mir, oder aber dann kommt irgendetwas, das ist gar nichts für mich. Und dann muss ich wieder reagieren, dann verbrauche ich wieder Zeit. Ein anderer Aspekt ist auch, diese News, die da präsentiert werden, die müssen ja relevant sein für Facebook. Also Facebook präsentiert da nur News, die auch von vielen Menschen gelesen werden. Das heißt, die heutigen Journalisten werden nicht mehr an ihrem Wahrheitsgehalt oder an ihrer Qualität gemessen, ihre Artikel, sondern danach, wie viel Effekt, wie viel Aufsehen erregt ein Artikel in den sozialen Medien. Das heißt, wir haben sehr viele Artikel, dieses sogenannte Clickbait, Clickfang, da wird irgendetwas reißerisch geschrieben, 7 Gründe, warum morgen die Welt untergeht, dann liest man das und am Schluss des Artikels hat man eigentlich nicht viel gelernt oder gelesen. Das ist einfach etwas, wir werden analysiert, es werden Datenbanken angelegt, gemäß unseren Vorlieben, und die werden kontinuierlich gefüttert, damit wir möglichst viele Zeit verbringen auf den sozialen Netzwerken und aber auch wieder Daten dalassen von was uns gefällt, damit da Geld damit verdient werden kann. Das werden wir gleich noch ansehen. In einer gesunden Demokratie oder Gesellschaft, wenn es Wahlen gibt oder irgendetwas, dann gibt es ja ein Pro-Kontra-Lager, man spricht miteinander, man kann sich austauschen. Und in den sozialen Netzwerken, dieser Austausch findet nicht mehr statt, weil Person A bekommt die ganze Zeit nur seine Meinung, sein Weltbild bestätigt, Person B nur seine Ansicht, und die zwei Lager werden dann so weit auseinandergeführt, die sind gar nicht mehr in der Lage, miteinander zu argumentieren und sehen, was bewegt eigentlich die andere, was hat die Gegenseite für Argumente. Vielleicht wäre es ja doch sinnvoll, für diese Partei zu stimmen oder so. Also das heißt, Leute werden eigentlich immer in ihrem Käfig, in ihrer Welt gefangen gehalten und gefüttert mit dem, was ihnen entspricht. Informieren Sie sich nicht online in den sozialen Medien. Qualitätsjournalismus geht verloren in den sozialen Medien zugunsten der Effekthascherei. Bezahlen Sie für Journalismus, wenn Sie eine Zeitschrift haben, egal entsprechend Ihrer politischen Ausrichtung, was Ihnen gefällt, bezahlen Sie dafür. Es gibt mittlerweile immer mehr Newsseiten online auch,
die sogenannten Bezahlabonnements einführen. Machen Sie das, unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus. Hinterfragen Sie Sachen kritisch, die Sie sehen im Internet, auch in den sozialen Netzwerken. Da werden so viele Falschnachrichten gestreut und verbreitet. Verwenden Sie den gesunden Menschenverstand, dieses Bild für die Welt kann das sein. Verlieren Sie nicht den Blick für die Realität. Macht das Sinn, was da steht? Und fragen Sie zur Not, gehen Sie zur Lokalpolitik, fragen Sie nach, hey, stimmt das? Fragen Sie einen Arzt, wenn Sie jemanden haben, tauschen Sie sich aus. Etwas, was ganz wichtig ist, wenn Sie das mit nach Hause nehmen heute, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Das Internet ist per se eigentlich umsonst. Und Sie dürfen sich dort bewegen und Sie dürfen Sachen suchen, so wie Sie möchten. Sie müssen nicht dafür bezahlen. Aber ganz klar ist hier, Sie sind nicht der Kunde, sondern Sie sind das Produkt. Sie hinterlassen im Internet Spuren und diese Spuren werden analysiert und diese Daten, die daraus entstehen, die werden verkauft. Und dann bekommen Sie beispielsweise personalisierte Werbung. Und heute mit 10 Likes, die Sie zum Beispiel auf den sozialen Medien setzen, wie Facebook, mit nur 10 Likes, kann der Computer Sie schon besser einschätzen als ein Arbeitskollege. Mit 300 Likes kann der Computer Sie besser einschätzen oder Ihren Charakter besser wiedergeben als Ihr Ehepartner. Also je mehr Sie dort hinterlassen an Spuren, desto gläserner werden Sie als Mensch. Und wenn Sie Facebook als größtes soziales Netzwerk auf dieser Welt im Moment, wenn wir das gemeinsam anschauen, dann ist das kostenlos. Sie haben aber, Facebook hat 30.000 Mitarbeiter und diese 30.000 Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Und wie machen die das? Sie nutzen ihre Daten und verkaufen die weiter. Also das ist ein Riesen-Business. Und im letzten Jahr hat Facebook 16 Milliarden Dollar Gewinn, reinen Gewinn gemacht. Was Isabel gerade gesagt hat mit diesen Likes, das ist dieses Benutzerprofil erstellen. Damit kann man auch hervorragend die Politik beeinflussen. Das möchte ich auch noch kurz ansprechen. Da gibt es verschiedenste Beispiele mittlerweile, auch in der jüngeren Vergangenheit. Eines, vielleicht erinnern Sie sich noch, letztes Jahr, beziehungsweise 2016 war das, vor 2 Jahren, die Abstimmung über Brexit, ob England, Großbritannien den EU-Raum verlassen soll. Da hieß es ja lange, also wir auf dem Kontinent, wir hatten eigentlich immer das Gefühl, die Engländer, die verlassen die EU nicht, den EU-Raum, die wären ja schön dumm. Auch entsprechende Hochrechnungen, das deutet ja eigentlich alles darauf hin, dass England in der EU bleibt. Und dann kam der Tag X, es wurde abgestimmt und völlig geschockt mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Engländer den EU-Austritt wollen. Im Nachhinein wurden Stimmen laut, die sagten, ja, aber hallo, mit diesen Konsequenzen, das wussten wir ja gar nicht. Als dann bekannt wurde, was das für Konsequenzen hat, haben viele Leute gesagt, das wusste ich gar nicht, ich möchte eine neue Abstimmung. Jetzt, was war passiert? Es wurde gezielt politische Werbung auf Facebook eingespiesen, gewissen Nutzer, da kann man sehr gut selektionieren, nach Alter, nach Beruf, nach Wohnort, nach politischer Meinung. Da wurde gezielt Meinung gemacht. Und die Problematik, was ich vorhin schon angesprochen habe, war, dass man einerseits nicht wusste, wer bezahlt für diese Werbeeinblendungen und da sie nur zu Hause oder auf dem Smartphone waren. Es konnte keine politische oder keine öffentliche Diskussion stattfinden. Man konnte nie diese Falschmeldungen als solche entlarven und auf die Argumente eingehen. Also das heißt, der Fritzli Müller zu Hause an seinem Computer sah etwas, das wurde ihm für die Wahrheit verkauft und er hatte gar nie die Möglichkeit, das zu verifizieren, beziehungsweise niemand konnte Einfluss darauf nehmen. Und ich möchte Ihnen hier, das war dann ein Skandal, das kam raus, dass Facebook da manipulative Anzeigen zugelassen hat, sogenannte dunkle Anzeigen. Die wurden mittlerweile auch veröffentlicht und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Beispiele zeigen, was da genannt wurde. Eine Werbeeinblendung war zum Beispiel Albanien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und die Türkei kommen in die EU. Wollen wir das? Wollen wir, dass diese Länder in die EU kommen, wir als Engländer? Das stimmt nicht. Zu diesem Zeitpunkt damals fanden lediglich Beitrittsverhandlungen statt. Es steht noch nicht fest, ob diese Länder kommen. Auf Facebook wurde aber suggeriert, das ist schon so.
Aber niemand konnte das berücksichtigen, weil niemand wusste, dass das angezeigt wurde. Dann wurde gesagt, die Türkei hat eine Population von 76 Millionen Menschen. Das sind alles potenzielle Immigranten, die jetzt problemlos nach England einwandern können. Dann wurde Angst gemacht, dass jetzt, wenn die Türkei in die EU, da die Türkei ja in der EU ist die EU-Außengrenze nun Syrien und Irak. Das heißt, Terroristen können ungehindert nach England einreisen. Und dazu ein Zitat von diesem Aaron Banks, das ist der größte private Geldgeber, der diese Kampagnen unterstützt hat mit 8,4 Millionen Pfund. Man weiß bis heute nicht genau, wo das Geld herkommt. Kritiker sagen, es kommt wahrscheinlich von Russland, aber das ist ein anderes Thema. Er hat gesagt, meine Erfahrung mit sozialen Medien ist, dass sie ein Feuersturm sind, der wie ein Buschfeuer über alles fegt. Unsere Fähigkeit war, Buschfeuer zu erzeugen und dann einen großen Ventilator darauf zu richten und ihn zum Wehen zu bringen. Die Einwanderungsfrage war es, die die wilden Feuer in Brand setzte. Also da wurde gezielt mit den Ängsten der Menschen gespielt und Falschmeldungen verbreitet. Hier wurden dann Tierschützer angesprochen. Da wurde gesagt, wenn wir weiterhin in der EU bleiben, können wir Polarbären nicht mehr schützen, weil die EU andere Tierschutzgesetze hat als wir Engländer. Dann kamen die Teetrinker dran. Es hieß, die EU wolle den Teekrug verbieten. Eine Falschmeldung, es stimmt nicht. Die EU hat lediglich beschlossen, den Stromhaushalt zu senken, dass gewisse Haushaltsgeräte, die Stromfresser sind, dass diese verboten werden sollen. Aber von einem Teekrug war nie die Rede. Oder aber es wurden dann sozial schwache Jugendliche angesprochen, als es hieß, dass die Immigranten dringend benötigte Arbeitsplätze wegnehmen. Sie sehen, da ist relativ einfach, können Menschen Sachen gezeigt werden und die Meinung manipuliert werden, ohne dass irgendjemand eine Chance hat zu reagieren. Darum glauben Sie nicht alles, hinterfragen Sie kritisch, schauen Sie auch nach, was publizieren Online-Medien, fragen Sie vielleicht auch mal lokal in der Politik nach, macht das Sinn, ist wirklich die Immigration ein Thema, stimmt das? Tauschen Sie sich aus mit Freunden, der 1:1-Kontakt. Einfach hier noch kurz, dass man sieht, wie Facebook hier eine Statistik, man sieht hier vor den Wahlen, US-Wahlen, die Mainstream-Medien hatten nur 7,3 Millionen Klicks erreicht von den Mainstream und sogenannte Fake News hier, 8,7 Millionen Leute, die sich damit beschäftigt haben vor der amerikanischen US-Wahl. Das ist dann egal, welches Lager es betroffen haben. Aber man sieht da kurz vor den Wahlen in den sozialen Netzwerken, die Fake News waren viel beliebter, haben viel mehr Aufmerksamkeit erreicht als die regulären Medien. Das ist jetzt eine Klammerbemerkung, einfach auch was auf die Wahrnehmung der Kinder einen Einfluss hat. Ich denke, Herr Probst wird heute noch genau darüber sprechen, wir haben es gestern schon gehört. Erstkonsumenten bei Pornografie sind im Schnitt in meiner Studie 11 Jahre alt. Gestern haben wir gehört 12,7, aber ich glaube, wir sind uns einig, 11 oder 12,7 Jahre im Schnitt als Erstkonsument spielt keine Rolle. Es ist definitiv zu früh. Ich weiß von Eltern, die mir bestätigt haben, Erstkontakt beginnt schon mit 8, 9, 10, 11 Jahren in der Schule, über Freunde, ungewollt mit zum Teil sehr verheerenden Konsequenzen. Ein Viertel der Suchanfragen auf Google drehen sich um Sex und ein Drittel des gesamten Internetvolumens ist ebenfalls um Sex, Datenvolumens. Wir haben es gestern schon gehört, 50% der Kinder des Erstkontakts kommt ungewollt und meist dann eben auch über Freunde im Kinderhort, in der Schule, auf dem Schulhofplatz. Was wir auch haben, ist viele Männer. Früher war es so, dass Männer mit Potenzproblemen, die waren 50, wenn sie zum Urologen gehen. Heute sind sie 20. Und viele Experten warnen und sagen, es kann nicht sein, dass 20-Jährige mit Viagra ruhig gestellt, beziehungsweise dass er mit Viagra widersteht. Das kann nicht sein. Die Problematik dieser Männer ist dann werden sie gefragt, du hast Erektionsprobleme. Ja, wann dann genau? Bei der Selbstbefriedigung zu einem pornografischen Video ist es kein Problem. Nur mit der Frau zu Hause im Bett, da regt sich nichts mehr. Warum? Weil die Reizüberflutung wird immer härter, immer extremer. Es wird immer schlimmer, was man sieht, immer extremer, dass überhaupt noch ein Lustgefühl, dass sich etwas regt.
Und das dann in die Beziehung zu transportieren, wird sehr schwierig, wenn der Partner, die Partnerin nicht mitmacht. Und deshalb haben heute, wie gesagt, schon 20-Jährige Probleme, Erektionsprobleme, dass mit der Freundin oder der Ehefrau im Bett nichts geht. Und auf der anderen Seite sehen wir ganz klar in der Schweiz, dass die Gewalt in Jugendbeziehungen stetig zunimmt. Also vermehrt junge Männer, die ihre Frauen oder Freundinnen in der Partnerschaft schlagen, weil sie es so gewöhnt sind von den Filmen, von diesem Bild, was ihnen tagtäglich präsentiert wird. Genau, und ein weiterer Punkt ist wirklich das Rollenbild. Die Kinder und die Jugendlichen sehen bestimmte Menschen in pornografischen Inhalten und haben dann das Gefühl, mein Körper sieht nicht so gut aus, irgendwas ist nicht richtig. Und deshalb haben wir heutzutage steigt massiv die Zahl an Schönheitsoperationen, auch schon im jungen Alter. Mädchen, die sich ihre Schamlippen operieren lassen wollen, weil sie das Gefühl haben, die sind nicht so in Ordnung, wie sie sind. Genau, dies ist einfach auch ein wichtiger Aspekt, wo wir sagen, das zerstört auch die Wahrnehmung der Kinder unserer Gesellschaft und auch, wie Herr Probst dann heute referieren wird, diese wahre Sexualität, diese wahre Beziehungsform, das ist auch etwas, was im Internet kaputt gemacht wird und wir empfehlen, die Vogel-Strauß-Taktik funktioniert nicht. Kopf in den Sand und dann sieht man das Problem nicht, funktioniert nicht. Es ist ein unangenehmes Thema, aber trotzdem müssen wir die Kinder schützen mit entsprechender Überwachungssoftware, die gibt es im Internet. Man kann Kinderschutzsoftware googeln, da gibt es verschiedene Angebote, auch preislich. Man muss halt schauen, dass die Kinder kein Smartphone haben, kein Computer. Wir werden es später noch hören, dass man den Computer in eine Küche stellt zum Beispiel, wo er gut einsehbar ist, dass man kleine Kinder nicht alleine im Internet unterwegs sein lässt. Jetzt haben wir ganz viel über Social Media und die Auswirkungen der Gesellschaft gesprochen. Und was mir als Lehrerin, und ich denke, wir haben viele Erzieherinnen und ebenso Lehrerinnen in diesem Saal heute, ein Anliegen ist, dass wir über die digitale Bildung sprechen. Mehr und mehr hält heute das Tablet Einzug in die Klassen, hält das Laptop Einzug in die Klassen und Computer haben wir bis jetzt auch schon. Was wir einfach sehen müssen ist, an Lehrpersonen wird gespart und das ist wirklich ein großes Problem, vor allen Dingen auch in Deutschland. Es hat massive Lehrpersonenmangel, auch in der Schweiz, glaube ich. Da bin ich jetzt aber nicht sicher, aber für Deutschland ist es sicher so. Und man versucht aber immer mehr Gadgets, immer mehr Technologie in die Schulen, in die Kindergärten zu investieren. Also hier ist wirklich ein massives Ungleichverhältnis, dass man auf der einen Seite sagt, wir finanzieren alles Mögliche, alle Tablets für die Schule, aber die Lehrer bleiben irgendwie auf der Strecke. Und wenn Sie sich den Lohn einer Erzieherin in Deutschland anschauen, dann ist das wirklich nicht viel Geld und da kann man sich wirklich auch, das ist gesunder Menschenverstand, dass Menschen einen anderen Beruf wählen, weil finanziell muss es irgendwie auch stimmen. Also hier sehen wir wirklich pädagogische Konzepte, vermeintliche Konzepte dienen heute für einen riesigen Multimilliardenmarkt als Deckmantel. Noch kurz zur Thematik Geld. Das ist für mich wichtig, dass man auch sehen kann, dieses kritische Hinterfragen. Wenn jeder 5. Grundschüler in Deutschland ein elektronisches Gerät bekommen würde, würde das zwischen 540 Millionen Euro und 1 Milliarde jährlich kosten. Also das ist ein Big Business dahinter. Man sagt, dass ein Schüler etwa 7.300 Euro einbringt an digitaler, was es kostet. Einfach, das muss man im Hintergrund haben, was da für Zahlen stehen und sich dann fragen, okay, kann das einen Zusammenhang haben, warum so gepusht wird auf die digitale Bildung? Genau, und man hat manchmal wirklich das Gefühl, dass die digitalen Medien den Kindergarten wieder gut machen können, wieder großartig machen können. Und dass das nicht so ist, das zeigt das nächste Videobeispiel. Genau, was Sie also hier sehen, und das ist eine riesige angelegte Studie, die da gerade frisch publiziert worden ist, dass Sie empfehlen, 1 Stunde Bildschirmmedien pro Tag für Kinder. Jetzt meine Frage an Sie. Wie machen wir das, wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule jetzt aber auch schon mit dem Tablet und dem Computer arbeiten sollen? Das heißt eigentlich, wenn Sie die Stunde Zeit in der Schule verbringen, dürfen Sie zu Hause weder Fernseh schauen, noch Computer spielen, noch am Smartphone sein. Denn sonst, haben Sie hier gehört, die Gefahr an Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen, die steigt.
Und das sehen wir heute in den Schulen und in den Kindergärten wirklich enorm. Die Thematik der Frühförderung, dass man schon im Kindergarten schaut, gibt es einen Zahnarzt, einen Politiker, was auch immer, wird dann versucht, auch mit den digitalen Medien zu rechtfertigen. Man sagt heute, dass im Schnitt etwa 65% der heutigen Grundschüler in etwa 18 Jahren in einem Beruf arbeiten werden, den es so heute noch nicht gibt. Also wir müssen möglichst früh heute schon die Digitalisierung voranbringen in den Schulzimmern, damit unsere Kinder dann gewappnet sind. Da frage ich mich einfach, wir haben heute schon einen sehr großen Fortschritt erreicht, ohne dass wir uns früher auch weitergebildet hätten oder diese Frühförderung. Also wir können auch da reinwachsen, da hineinwachsen. Und zum Thema Frühförderung einfach nur kurz, damit sich ein Gehirn sehr gut entwickeln kann, braucht es ein Kind braucht alle Sinne. Man muss schmecken, riechen, etwas anfassen können, wie fühlt sich Gras an, wie schmeckt salzig. Das ist das, was dann auch diese Gehirnverbindungen ausbilden lässt und stabil werden lässt. Und man weiß, dass diese Gehirnverbindungen, diese Wege, die werden irgendwann wieder gelöscht. Also was das Gehirn nicht braucht, wenn das Kind nie Klavier spielt, wird die Fähigkeit, Klavier spielen zu können, entfernt. Dafür kann es dann mit dem Tablet sehr gut umgehen. Und wir möchten einfach darauf hinausgehen, dass Frühförderung macht Sinn, kann Sinn machen, entsprechend der Nachfrage des Kindes auch. Was möchte das Kind? Aber sie sollte nicht digital geschehen. Genau, und einfach für ein Bild, das Sie noch im Kopf dann auch haben. Warum sind diese Medien so attraktiv für kleine Kinder? Sie haben bunte Videos, sie haben schnelle Animationen, aber für das kindliche Gehirn ist das absolutes Gift. Also alle Hirnareale leuchten eigentlich rot auf, sobald Sie ein kleines Kind ans Tablet setzen. Und das sehen wir heute einfach zum Ruhigstellen vielfach im Geschäft, wenn wir einkaufen gehen oder im Restaurant, dass man einfach das Gefühl hat, das Kind ist dann ruhig, das ist beschäftigt, aber für sein Gehirn und für die ganzen Verbindungen, die dort oben noch stattfinden müssen, ist das wirklich pures Gift. Und die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, Frühförderung in welche Richtung? Fördern wir unsere Kinder wirklich zum Begreifen, wirklich mit den Händen etwas zu tun, etwas praktisch? Können wir unsere Kinder nicht einbeziehen in die Tätigkeiten, die wir tun, zum Beispiel backen? Ich meine, die werden so eine Freude haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Kindheit 2, die dann vielleicht so aussieht. Hauptsache, mein Kind ist ruhig und ich habe Zeit für andere Sachen, für meine Sachen. Aber was das wirklich mit dem Gehirn macht, halten Sie sich einfach das Bild vor Augen. Alle Hirnareale senden nur noch rotes Licht aus. Das ist absolut pures Gift, diese Animationen für Kinder. Genau, wir empfehlen absolut keine digitale Frühförderung. Das macht keinen Sinn. Schauen Sie in den Büchern, die auch auf dem Büchertisch liegen, da hat es riesige Kapitel zum Abschnitt Gehirn. Frühförderung auf digitale Medien macht absolut keinen Sinn. Stattdessen sollten Sie Ihren Kindern wirklich Alternativen bieten, Alternativen, die mit ihrem Körper zu tun haben. Weil das Problem, was sich heute stellt, dadurch, dass die Kinder viel vor einem Bildschirm sitzen, haben sie weniger Bewegung und das Gehirn und der ganze Körper braucht aber die Bewegung der Kinder, um wirklich ausreifen zu können. Schauen Sie wirklich, dass die Sinne früh gefördert wird. Da haben Sie die besten Voraussetzungen später, damit Sie sich ins virtuelle Abenteuer stürzen können. Sie brauchen wirklich die Verwurzelung in der Realität. Und wenn Ihnen die in der Kindheit genommen wird, dann wird das verheerende Auswirkungen haben. Etwas, was ich gerne noch ganz kurz besprechen möchte, weil das ein Riesenthema im Kindergarten und in der Schule ist, das sogenannte E-Learning, also Lernen mit dem Tablet. Und wenn das immer mehr kommt, dann fragt man sich wirklich, braucht es mich als Lehrperson irgendwann noch? Jedes Kind hat ja auf dem Tablet seinen eigenen Lerncoach, sein eigenes Programm. Eigentlich braucht es mich ja gar nicht mehr. Aber doch, es braucht Sie, liebe Erzieherinnen und liebe Lehrerinnen, wirklich. Es braucht eine Person im Klassenzimmer, die einfach eine Herz-zu-Herz-Verbindung, wie wir so schön auf dieser Folie von Herrn Hoffmann gestern gesehen haben, die einfach für Kinder da ist. Sie können nicht durch ein Tablet ersetzt werden als Lehrperson oder als Erzieher oder Erzieherin. Und Fakt ist, durch dieses E-Learning wird Bildung zu einem Spiel.
Kindern wird also suggeriert, wir spielen ein bisschen und dann lernen wir. Natürlich, wenn sie draußen in der Natur sind, dann lernen die Kinder extrem viel durch dieses freie Spiel. Aber das ist kein freies Spiel, weil es wird ihnen vorgesetzt und sie müssen es tun. Klar haben sie vielleicht Spaß dabei und freuen sich daran, aber es wird ihnen nicht viel bringen. Einfach hier noch kurz, was Sie tun können. Der Schlafmangel ist jetzt, das geht zu weit. Die Konsequenz oder die Essenz ist, Jugendliche haben heute 2,5 Stunden Schlafmangel im Vergleich zu 15 Jahren. Das hat enorme Schwierigkeiten oder gibt Probleme mit der Aufmerksamkeit, mit der Konzentration. Sie werden dick, weil sie zu viel essen dann, weil das System durcheinander kommt. Und wir empfehlen einfach, keine Bildschirme im Kinderzimmer, Smartphones abends einziehen, elterliche Verantwortung wahrnehmen, wie wir es gestern auch gehört haben, sich auch einmal unbeliebt machen. Liebe heißt auch streng sein. Ja, und machen Sie sich wirklich unbeliebt. Wir hören das so oft bei Vorträgen, dass Eltern sagen, ja, meine Kinder wollen das nicht und jetzt bin ich so unbeliebt. Sie müssen sich unbeliebt machen, wirklich. Sie müssen wirklich streng sein. Wenn Sie Kinder mit dem Smartphone oder mit dem Computer alleine im Zimmer lassen, ist die Wahrscheinlichkeit signifikant höher, dass Kinder wirklich Inhalte anschauen, die wirklich nicht für sie bestimmt sind. Wichtig ist auch, schauen Sie für geregelte Schlafenszeiten. Es ist weniger schlimm, wenn das Kind zu wenig schläft. Was für das Gehirn viel schlimmer ist, ist, wenn es einmal um 10 Uhr ins Bett geht, dann einmal um 12, dann wieder um 9. Schauen Sie einfach, dass das Kind einen Rhythmus hat, dann geht es ins Bett, dann steht es auf. Seien Sie selber Vorbild, wie wir das gerade eben gehört haben. Und kein Smartphone, mindestens sicher nicht vor 14 Jahren. Es gibt Experten, die sagen sogar nicht vor 18 Jahren. Ob sich das in der heutigen Welt durchsetzen lässt, ist schwierig. Es braucht da den gesunden Menschenverstand, auch mit dem Kind zusammen eine Lösung zu erarbeiten, was für alle Parteien Sinn macht. Wir kommen jetzt gleich zum Abschluss. Wir möchten einfach noch kurz hier ein Beispiel von Alan Eagle, der sagt, die Vorstellung, dass eine App oder ein iPad mein Kind besser lernen kann, zu lesen oder zu rechnen, ist lächerlich. Das im Hinblick auf die digitale Bildung. Das gibt im Silicon Valley, Sie wissen es vielleicht, das Silicon Valley ist der Hotspot, wo alle großen Tech-Giganten, die ganzen Firmen ihren Hauptsitz haben. Da gibt es mittlerweile 2 Waldorfschulen. Computerfreie Schulen oder fast computerfreie Schulen, auf die diese Kinder von Facebook, Yahoo, Apple, wie sie alle heißen, geschickt werden. Und ein typischer Tag von einem Grundschüler sieht dann so aus, der kommt dann morgen, dann wird eine Begrüßung gemacht, es wird zusammen gesungen, dann gibt es normalen Unterrichtsblock, Mittagspause, am Nachmittag geht man für 50 Minuten in den Garten und es wird Eurythmie angeboten. Und erst in den höheren Klassen, in der 7., 8. Klasse, werden dann auch Computer eingesetzt, aber mehr zur dass man lernt, mit einem Computer zu arbeiten und nicht, dass der Computer das Schulbuch ersetzt. Das einfach wird so in den Raum gestellt, wie es die großen Tech-Firmen machen. Und hier das Beispiel von Steve Jobs, der Erfinder vom iPhone und vom iPad. Von ihm ist bekannt oder war bekannt, dass er ein Low-Tech-Parent war. Er hat seinen Kindern kein Smartphone gegeben, kein iPod. Er hat gesagt, ich möchte, dass meine Familie sich abends trifft, am Abendessentisch, dann wird gesprochen, was lief in der Schule, was haben wir gelernt, was läuft aktuell in der Politik. Bill Gates, der Gründer von Microsoft, macht es genau gleich. Seine Kinder hatten mit 14 noch kein Smartphone. Bill Gates selber, von ihm ist bekannt, dass er Stunden damit verbringt, Bücher zu lesen, nicht irgendwelche Online-Blogs oder iPads, sondern Bücher. Und das sollte uns einfach zu denken geben, wenn die Großen der Tech-Industrie, die diese Digitalisierung pushen und fördern, ihre Kinder aber auf Waldorfschulen schicken und ihnen Smartphones verbieten. Und stattdessen auf die Familie wieder setzen, auf gemeinsames Mittagessen, gemeinsamer Austausch, dieser 1:1 Kontakt. Genau, das haben wir vorhin schon angesprochen. Medienfreie Zeiten setzen, auch Allianzen bilden mit anderen Eltern und auch den Kindern erklären, warum führen sie so eine Regel ein, was ist der Hintergrund dazu. Und wir kommen zum Abschluss unseres Vortrages und möchten nun
zeigen, was wir finden, was das Wichtige ist für die Gesellschaft. Auch ein Beispiel, wie es die Tech-Giganten ja vorleben. So, wir sind am Ende unseres Vortrages. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.